In Düsseldorf hat dieser Tage wieder die weltweit größte Campingmesse ihre Tore geöffnet. Auch in diesem Jahr präsentieren mehr als 750 Aussteller auf 250.000 Quadratmetern all ihre Produkte und natürlich auch Neuheiten. Vom einfachen Dachzelt über Offroad-Wohnwagen und wüstentauglichen LKWs bis hin zum Luxusbus, in dem gleich noch die komplette Motorradkollektion Platz findet, ist für jede Form von Camping etwas Passendes vor Ort. Wie gewohnt verbringe ich die meiste Zeit hier in Halle 3 bei den Zeltanhängern und dem passenden Campingzubehör. In Sachen Camplet gibt es hier in Düsseldorf allerdings in beiden Bereichen keine neue Ankündigungen, darum starte ich in diesem Jahr direkt mit Cabanon. Cabanon hat all seinen Sonnendächern neu einen Reißverschluss für das Gestänge spendiert, so dass das Gestänge nicht mehr eingefädelt werden muss, sondern ganz einfach über den Reißverschluss mit dem Sonnendach verbunden wird, was definitiv Zeit und Nerven beim Aufbau sparen dürfte. Schließlich kennen wir das gleiche System bereits von unserem Sonnendach her. Bei Campus wiederum hat man sämtlichen Faltern einen neuen Anhänger spendiert. Dieser ist nicht nur 10 cm höher und bietet dadurch neu einen Laderaum von 1400 Litern, sondern hat auch keine fix montierten Ösen zur Ladungssicherung mehr. Stattdessen können allfällige Befestigungsmonturen frei nach Gebrauch an der Wand angebracht und verschoben werden. Die zusätzlichen 10 cm des Anhängers wirken sich übrigens direkt auf sämtliche Zeltmodelle aus, da man dadurch zum einen mehr Kopffreiheit gewinnt, ideal für großgeratene Menschen wie mich. Und zudem passt neu auch eine 10 cm dicke Federkernmatratze in die Schlafkammer, die ein bequemeres Schlafen verspricht. Auch beim Zeltmaterial selbst hat sich wieder etwas getan, wobei man dem Modell Red Ruby eine neue Farbe spendiert und beim Lazy Jack direkt das komplette Design überarbeitet hat. So sind beispielsweise dessen Fenster neuerdings abgerundet statt eckig. Doch damit nicht genug, denn das Modell Red Ruby erhält mit dem komplett neuen Modell La Luna eine kleine Schwester, die ebenfalls über eine diamantförmige Schlafkabine mit King-Size-Bett verfügt, bei der man selbst entscheiden kann, ob man lieber längs oder quer schlafen möchte. Zum neuen Modell La Luna folgt die Tage allerdings noch ein detaillierteres Video. Gehen wir also einen Stand weiter zu Campwerk, bei denen es zwar auch in diesem Jahr keine Faltkaran-News gibt, dafür allerdings neues Zubehör im Bereich der Campingmöbel. Mir persönlich haben es besonders die beiden schwingenden Campingstühle angetan, welche über jeweils 2 Gasdruckfedern zum Schaukeln oder einfach nur nach hinten lehnen verfügen. Das Standardmodell hat in die Armlehnen integrierte Ablagefächer für Getränk und Smartphone, während die extra breite Version über einen integrierten Tisch zum Ein- und Ausklappen mit derselben Funktionalität verfügt. Beide Modelle lassen sich ganz einfach zusammenfalten und verfügen sogar über integrierte Tragegriffe. Mit 5 respektive 6,6 Kilogramm sind sie zudem erstaunlich leicht ausgefallen. Einen Stand daneben landen wir beim aufblasbaren Opus. Hier gibt es für das Modell Allroad neu die Zusatzoption für eine 230 Volt Außensteckdose, beispielsweise um eine zweite Kühlbox anzuschließen, sowie einen externen Gasanschluss, um die Küche nach draußen zu verlegen oder direkt einen Gasgrill daran anzuschließen. Auf der Lounge-Seite des Opus gibt es zudem neu eine optionale Bettverlängerung, bei der das Sofa entsprechend umgeklappt wird und anschließend ein großzügiges King-Size-Bett entsteht, in welchem man dann längs statt wie sonst üblich quer schlafen kann. Auch das optional erhältliche Heißwassersystem mit dazu passendem Event-Shelter auf Luftbasis, welches als Duschkabine dient, wurde seit der Erstvorstellung im Rahmen des vergangenen Caravansalons nochmals überarbeitet und verbessert. Da Alpenkreuzer, Easy Caravaning und Holt Camper in diesem Jahr nicht nach Düsseldorf gepilgert sind, bleibt nur noch ein Faltcaravan-Anbieter übrig, und zwar Trigano. Trigano hat unter anderem dem beliebten Modell Cherokee eine neue Farbe verpasst. Statt den Akzenten in dunkelbraun kommt dessen Zelt nämlich neu in einem etwas moderneren Schwarz respektive Dunkelgrau daher. Daneben wurde auch ein komplett neues Modell namens Sequoia enthüllt, oder sollte ich besser sagen 2 Modelle. Denn den Sequoia gibt es sowohl in einer traditionellen Variante mit normalem Vorzeltgestänge als auch in Form des Sequoia R mit einem Luftgestänge für das Vorzelt. Auch hierzu erscheint in den nächsten Tagen noch ein ausführlicheres Video auf diesem Kanal, also unbedingt abonnieren und die Glocke drücken, um kein Video von der Messe zu verpassen. Auch wenn an dieser Stelle die Neuheiten der Faltcaravan-Hersteller bereits abgedeckt sind, gibt es natürlich in diesem Jahr wieder ein paar Zubehör-Highlights, welche ich euch nicht vorenthalten möchte.
Die Firma Brunner hat mit dem Hotpoint Induction Grill neu eine Induktionsherdplatte im Angebot, welche mittels einer im Lieferumfang enthaltenen Keramikgrillplatte auch als Grill genutzt werden kann. Leider kann ich euch hierzu nur Fotos zeigen, da das Produkt nicht physisch an der Messe verfügbar war. Das Ganze soll jedoch keine 4 Kilogramm wiegen und eine Leistung von 300 bis 2000 Watt haben, was rechnerisch maximal 8,7 Ampere ergeben würde und somit auf den meisten Campingplätzen auch tatsächlich nutzbar wäre. Bei Camping Wagner wurde das Programm Build Your Own Omnia vorgestellt, mit dem man sich neu seinen persönlichen Omnia-Backofen in 18 möglichen Varianten zusammenstellen kann. Zur Auswahl stehen 6 neue Deckelfarben, 3 verschieden große Backformen und eher entsprechend vorausgesetzte Bodenplatte. Zusammen mit den nun ebenfalls farbenfrohen Silikonformen war das Backen auf dem Campingplatz wohl noch nie so kunterbunt. Weiter geht es mit Eurotrail, welche der auch von uns mit Faltraum genutzten Schrankreihe Nova mit dem Modell Bicari noch einen kleinen Bruder spendiert haben, der mit einer Höhe von gerade einmal 54 cm in aufgebautem Zustand zudem als kleiner Tisch verwendet werden kann. Auch ein kleiner faltbarer Abfalleimer mit einem Fassungsvermögen von 8,5 Litern für den Innenraum gehört zu den Neuheiten seitens Eurotrail. Der Clou hierbei ist, dass dieser über einen Infrarotbewegungssensor verfügt, der dafür sorgt, dass sich der Deckel automatisch öffnet, sobald man die Hand im Abstand von maximal 20 cm darüber hält und sich nach 5 Sekunden auch wieder automatisch schließt. Das Unternehmen Outwell steigt neu in den Markt der Kompressorkühlboxen ein, und zwar direkt mit 2 verschiedenen Modellreihen. Die Arctic Chill Serie mit einer Kühlzone sowie die Arctic Frost Reihe mit 2 Zonen Kühlung. Beide Serien gibt es jeweils in 3 verschiedenen Größen und alle 6 Modelle unterstützen sowohl 12 als auch 230 Volt, können optional per App gesteuert respektive überwacht werden und verfügen über einen USB-Anschluss, um weitere Geräte laden zu können. Besonders interessant ist hierbei allerdings die optional erhältliche wiederaufladbare Batterie für die Arctic Frost Reihe, welche angeblich die große 50 Liter Variante für bis zu 20 Stunden völlig autark auf 5 Grad Celsius kühl halten soll. Ideal, wenn bei unserem Sommerurlaub in Italien zwischendurch mal wieder für einige Stunden der Strom in der gesamten Region ausfällt. Sämtliche Links zu allen genannten Produktneuheiten findest du übrigens wie gewohnt unten in der Videobeschreibung, sofern diese bereits aufgeschaltet wurden, denn bei manchen Herstellern dürften die Webseiten wohl erst nach dem Caravansalon entsprechend aktualisiert werden. Bis zum nächsten Video und frohes Campen!